Hans Kelsen gilt als der konsequenteste und einflussreichste Rechtspositivist des 20. Jahrhunderts. Seine reine Rechtslehre ist eine der berühmtesten juristischen Theorien weltweit. Warum das Recht laut Kelsen von allen politischen und moralischen Inhalten gereinigt werden muss, worauf rechtliche Normen basieren und welche Kritik man an dieser Lehre üben kann, erfährst du in diesem Video. Hans Kelsen wird 1881 als ältestes von 4 Kindern in einer jüdischen Familie in Prag geboren und wächst ab 1883 in Wien auf. Er studiert Rechts- und Staatswissenschaften und habilitiert sich 1911. Ab 1918 arbeitet er an der Wiener Juristischen Fakultät als Professor. Zu Kelsens Schülern gehören unter anderem Adolf Merkl und Alfred Verdross, welche später die Wiener Rechtstheoretische Schule mitbegründen. Kelsen ist an der Ausarbeitung der neuen Bundesverfassung der Republik Österreich von 1920 beteiligt, die in Grundzügen auch heute noch gültig ist. Von 1921 bis 1930 arbeitet er als Richter am Verfassungsgerichtshof. Ab 1930 unterrichtet Kelsen an der Universität Köln, da er in Wien wegen seiner ideologiekritischen Haltung Probleme bekommen hat. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten flieht Kelsen 1933 aufgrund seiner jüdischen Abstammung aus Deutschland. Er lehrt in Genf und in Prag und emigriert 1940 mit fast 60 Jahren in die USA. Dort lehrt er zunächst in New York, dann an der Harvard Law School und von 1942 bis 1952 an der University of California in Berkeley. 1945 erhält Kelsen die amerikanische Staatsbürgerschaft. Bis zu seinem Tod 1973 beschäftigt sich Kelsen mit seiner Strukturtheorie des Rechts, aber auch mit Fragen der internationalen Friedens- und Rechtsordnung. Er hinterlässt ein Gesamtwerk von mehr als 600 Publikationen und erhält den Ehrentitel Jurist des Jahrhunderts. Zu seinen wichtigsten Werken gehören die erste und die zweite Auflage der reinen Rechtslehre, Sozialismus und Staat, allgemeine Staatslehre, vom Wesen und Wert der Demokratie, was ist Gerechtigkeit, Principles of International Law, allgemeine Theorie der Normen und die Illusion der Gerechtigkeit. Kelsen möchte mit seiner reinen Rechtslehre aus der Rechtswissenschaft eine echte Wissenschaft, genauer eine Geisteswissenschaft machen. Gegenstand dieser Wissenschaft soll das positive Recht, also das geltende, vom Menschen gesetzte Recht sein. Sein Ziel ist es, eine reine und damit erst wissenschaftliche Rechtslehre zu formulieren. Kelsen will die Rechtswissenschaft von allen ihr fremden Elementen, vor allem der politischen Ideologie, befreien. Seiner Ansicht nach soll Rechtswissenschaft frei von moralischen und politischen Inhalten sein. Es geht Kelsen nicht um eine konkrete Rechtsordnung, sondern um das Recht als ein vom Menschen erzeugtes Phänomen. Kelsen möchte die typische Struktur des Rechts untersuchen, unabhängig von dem wechselnden Inhalt, den das Recht zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten angenommen hat. Er versucht in Analogie zu den Naturwissenschaften auch in den Geisteswissenschaften reine, a priorische und formale Gesetzlichkeiten zu finden. Die Methode hierfür soll wissenschaftlich, also objektiv, exakt und wertfrei sein. Recht und Politik sind für Kelsen 2 voneinander getrennte Bereiche. Dementsprechend muss man auch Rechtswissenschaft und Rechtspolitik voneinander trennen. Rechtswissenschaft ist für Kelsen die objektive und wissenschaftliche Untersuchung des positiven Rechts. Gegenstand dieser Untersuchung ist die formale Struktur des positiven Rechts, unabhängig von seinem Inhalt. Der Inhalt des Rechts beruht nämlich auf der jeweiligen gesellschaftlichen Ordnung, die sich wiederum an der Gerechtigkeit und anderen Werten orientiert. Damit sind Rechtsinhalte nicht mehr rein, sondern von bestimmten Werten geprägt. Laut Kelsen lassen sich Werte aber nicht objektiv erkennen und begründen, dazu später mehr. Die Rechtspolitik hingegen beschäftigt sich mit der Erzeugung und Anwendung des Rechts. Es geht darum, welchen Inhalt das Recht haben soll und wie es angewendet und durchgesetzt werden soll. Rechtspolitik orientiert sich immer an Werten der Gerechtigkeit oder, negativer formuliert, an bestimmten politischen Ideologien. Um objektiv und wissenschaftlich arbeiten zu können, muss die Rechtswissenschaft zwischen Recht und Politik trennen und sich von allen Ideologien und politischen Inhalten befreien. Politik und damit auch die Rechtserzeugung und Rechtsanwendung ist immer von Werturteilen bestimmt und nicht objektiv.
Die reine Rechtslehre will keinen politischen Interessen dienen, indem sie eine bestimmte Ideologie liefert. Ideologien verschleiern laut Kelsen die Wirklichkeit, weil sie machtpolitische Interessen verfolgen. Mit dieser Haltung zog sich Kelsen die Gegnerschaft einer ganzen Reihe von Gruppen zu. Sowohl radikale Sozialisten, Kommunisten als auch Faschisten und autoritäre Gruppen lehnten seine reine Rechtslehre ab. Die Rechtswissenschaft beschäftigt sich mit der Interpretation von Rechtsnormen. Ihre Methode ist die Logik, mithilfe derer sie Rechtssätze analysiert. Rechtsnormen regeln das menschliche Verhalten, indem sie vorschreiben, wie sich Menschen verhalten sollen. Die Rechtsordnung ist eine Zwangsordnung. Ein erwünschtes menschliches Verhalten soll dadurch herbeigeführt werden, dass auf unerwünschtes menschliches Verhalten mit einem Zwangsakt, einem Übel oder einer Sanktion reagiert wird. Die Rechtsordnung bestimmt die Bedingungen, unter welchen ein bestimmter Zwangsakt erfolgen soll. Sie entzieht etwa Leben, Freiheit, wirtschaftliche und andere Güter oder wendet, falls nötig, physische Gewalt an. Die reine Rechtslehre beschreibt die Rechtsnormen in der Form von Rechtssätzen. Ein Rechtssatz funktioniert für Kelsen nach folgendem Schema: Wenn ein Unrecht A begangen wird, soll eine Unrechtsfolge B, Sanktion, eintreten. Eine bestimmte Bedingung A wird also mit einer bestimmten Folge B verknüpft. Es handelt sich um ein hypothetisches Urteil. Dass sich die Rechtswissenschaft mit Rechtsnormen beschäftigt, ist sie eine Normwissenschaft. Normen und Rechtssätze drücken ein Sollen aus. Rechtssätze sind Sollenssätze. Kelsen versteht unter Sollen ein formales Verknüpfungselement zweier Tatbestände. Diese Verknüpfung geschieht in der Form einer Zurechnung durch einen menschlichen Willensakt. Wenn A ist, soll B sein. Nun wird der Unterschied zur Naturwissenschaft deutlich. Die Naturwissenschaft stellt nämlich kausale Gesetzmäßigkeiten in der Natur fest. Wenn ich Wasser auf 100 Grad erwärme, beginnt es zu kochen. Wenn A ist, ist B. Diese kausale Verknüpfung ist unabhängig von einem menschlichen Willensakt. Sie beschreibt eine Gesetzmäßigkeit des Seins und nicht des Sollens. Während im Naturgesetz A und B kausal miteinander verknüpft sind, ist die Verknüpfung von A und B im Rechtssatz willkürlich. Sie beruht nicht auf physischen Gesetzmäßigkeiten, sondern eine Autorität legt die Art und Weise der Verknüpfung fest. Recht ist laut Kelsen nicht nur politisch, sondern auch moralisch neutral. In der Rechtswissenschaft geht es nur um rechtliche Normen, sittliche oder moralische Normen sollen separat im Rahmen der Ethik behandelt werden. Bei der reinen Rechtslehre geht es also nicht nur um die Trennung von Recht und Politik, sondern auch um die Trennung von Recht und Moral. Recht und Moral schreiben beide soziale Normen vor, welche das Verhalten von Menschen regeln. Sie können, müssen aber nicht inhaltlich übereinstimmen. Wie wir eben gesehen haben, ist das Recht eine Zwangsordnung. Auf unerwünschtes Verhalten folgt ein bestimmter Zwangsakt. Falls erforderlich, darf physische Gewalt angewendet werden. Verstöße gegen moralische Normen hingegen werden nur durch Missbilligung sanktioniert. Die Anwendung physischer Gewalt kommt für Kelsen nicht in Betracht. Die Rechtswissenschaft hat nicht die Aufgabe, eine bestehende Rechtsordnung zu legitimieren. Moral hingegen kann sehr wohl dafür benutzt werden, eine bestimmte Rechts- oder Staatsordnung zu legitimieren oder zu disqualifizieren. Eine solche moralische Legitimierung oder Disqualifizierung dient häufig politischen Zielen. Inhalt der reinen Rechtslehre ist das wirkliche und mögliche Recht, nicht das gerechte Recht. Das Recht soll so dargestellt werden, wie es wirklich ist. Kelsen vertritt einen konsequenten Rechtspositivismus und bezeichnet seine reine Rechtslehre selbst als die Theorie des Rechtspositivismus. Recht ist seiner Ansicht nach das geltende positive Recht, also ein System von Normen, die durch menschliche Willensakte gesetzt worden sind und die mit Zwangsakten durchgesetzt werden können. Die Inhalte des Rechts sind nicht Gegenstand der reinen Rechtslehre. Es geht nicht darum, welche Inhalte das Recht haben soll oder welche Inhalte gerecht sind. Die reine Rechtslehre beschäftigt sich nicht mit der Frage der Gerechtigkeit und bewertet nicht den Inhalt des Rechts. Der Rechtspositivismus leugnet nicht, dass es auch Gerechtigkeitsnormen gibt. Diese haben jedoch für die Geltung des Rechts keine Bedeutung. Kelsen geht von einem Werterelativismus aus. Im Werterelativismus werden die Inhalte des positiven Rechts als neutral angesehen. Rechtliche Normen müssen keinen moralischen Vorstellungen von Gerechtigkeit entsprechen. Der Werterelativismus stellt nämlich fest, dass es ganz unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit gibt.
Menschen haben zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten das Gute und Böse, das Gerechte und Ungerechte unterschiedlich definiert und interpretiert. Dies spricht gegen die Existenz einer absoluten Moral. Rechtliche und soziale Normen drücken damit immer nur relative moralische Werte aus, die für eine bestimmte Gesellschaft charakteristisch sind. Welche Gerechtigkeitsnormen den Inhalt von Rechtsnormen bestimmen sollen, ist laut Kelsen eine politische und keine rechtswissenschaftliche Frage. Der Werterelativismus unterscheidet demzufolge streng zwischen dem Bereich des Rechts und dem Bereich der Moral. Der Rechtspositivismus widerspricht der Naturrechtslehre, nach welcher unabhängig vom positiven Recht ein ideales, gerechtes Recht existiert. Im Unterschied zur Naturrechtslehre muss laut Kelsen jede funktionierende Rechtsordnung als objektiv gültig anerkannt werden. Man darf also keiner positiven Rechtsordnung wegen des Inhalts ihrer Normen die Geltung absprechen. Die Naturrechtslehre geht im Gegensatz dazu von einem Dualismus zwischen Naturrecht und positivem Recht aus. Naturrecht ist ein ideales, natürliches, gerechtes und unveränderliches Recht, das nicht von Menschen, sondern von Gott, der Vernunft oder der Natur gesetzt wurde. Positives Recht hingegen ist ein reales, von Menschen geschaffenes Recht. Das positive Recht gilt nach der Naturrechtslehre nur, wenn es mit dem Naturrecht übereinstimmt. Nur gerechtes Recht hat Gültigkeit. Laut Kelsen begeht die Naturrechtslehre einen fundamentalen logischen Fehler. Sie behauptet nämlich, aus der Natur Normen ableiten zu können und schließt damit von einem Sein auf ein Sollen. Aus einem Sein kann aber kein Sollen und aus der Natur keine Norm abgeleitet werden. Wenn aber weder Gott noch die Vernunft noch die Moral Recht begründen können, was ist dann die Grundlage des geltenden Rechts? Die letzte wissenschaftliche Begründung für das geltende Recht liefert laut Kelsen die sogenannte Grundnorm. Die Grundnorm führt Kelsen ein, weil im Rechtspositivismus eine Norm des positiven Rechts immer nur aufgrund einer anderen Norm des positiven Rechts gilt. Die höchste Form der Rechtsordnung, üblicherweise die historisch erste Verfassung, lässt sich jedoch auf keine weitere höhere Rechtsnorm zurückführen. Die Geltung der Verfassung als höchster Rechtsnorm kann somit nicht mit Mitteln des positiven Rechts begründet werden. Kelsen setzt daher die sogenannte Grundnorm in der ersten Auflage der reinen Rechtslehre als Hypothese, in der zweiten Auflage als Fiktion voraus. Die Grundnorm ist das fundamentale Prinzip, auf dem ein Rechtssystem und alle rechtlichen Normen basieren. Sie ist nicht gesetzt, sondern wird gedanklich vorausgesetzt und bildet eine hypothetische bzw. fiktive Grundlage für die Geltung der Rechtsordnung. Es handelt sich um eine Annahme, die nicht beweisbar ist. Nur unter der Voraussetzung, dass die Grundnorm gültig ist auch die auf ihr beruhende Rechtsordnung gültig. Die Grundnorm ist eine Denkfigur, die einer positiven Rechtsordnung, also allen rechtlichen Regeln und Prinzipien innerhalb eines Rechtssystems, Gültigkeit und Autorität verleiht. Sie ist keine spezifische rechtliche Regel oder Vorschrift, sondern ein abstraktes Prinzip, das dem Rechtssystem als Ganzem zugrunde liegt. Die Grundnorm gibt vor, wie die Normen einer Rechtsordnung erzeugt werden sollen. Das Recht ist nämlich insofern außergewöhnlich, als dass es seine eigene Erzeugung regelt. Die eine Rechtsnorm regelt das Verfahren, in dem eine andere Rechtsnorm erzeugt wird. Damit diese Reihe irgendwo endet und nicht ins Unendliche weitergeht, setzt Kelsen die Grundnorm als Endpunkt der Reihe, als oberste Norm voraus. Aus der Grundnorm folgt der Stufenbau der Rechtsordnung. Der Stufenbau der Rechtsordnung beschreibt die Hierarchie von Normen innerhalb eines Rechtssystems und zeigt, wie diese Normen miteinander verbunden sind und aufeinander aufbauen. Nach Kelsen ist die Grundnorm die oberste Stufe in dieser Hierarchie und bildet die Grundlage für alle anderen Normen innerhalb eines Rechtssystems. Unterhalb der Grundnorm steht als höchste positiv-rechtliche Norm einer Rechtsordnung die Verfassung, welche wiederum die Gesetzgebung regelt. Die Verfassung bestimmt, wie und durch welche Organe Gesetze erlassen werden. Gesetze werden von einer legitimierten Institution, wie zum Beispiel einem Parlament, erlassen. Diese Gesetze sind direkt an die Grundnorm gebunden. Sie haben ihre Gültigkeit nur durch die Grundnorm und sind abhängig von ihr.
Diese Gesetze regeln die Entscheidungen von Gerichten und Verwaltungsbehörden und bestimmen damit Rechtsverordnungen, Gerichtsurteile und Verwaltungsakte. Diese Normen sind nur indirekt an die Grundnorm gebunden. Am Ende dieser Reihe von Grundnormen und erzeugten Normen steht der Rechtsanwendungsakt, beispielsweise der Zwangsakt, jemanden in ein Gefängnis zu sperren. Laut Kelsen kann eine Grundnorm ganz grundsätzlich entweder einen materiell-statischen Charakter oder einen formal-dynamischen Charakter haben. Im materiell-statischen Normensystem gelten die Normen aufgrund ihres Inhalts. Der Inhalt der Norm ist unmittelbar einleuchtend und kann aus dem Inhalt der Grundnorm direkt abgeleitet werden. Eine solche Ordnung finden wir hauptsächlich bei Moralsystemen, beispielsweise bei der Grundnorm der Wahrhaftigkeit. Aus dieser Grundnorm können weitere moralische Normen inhaltlich abgeleitet werden, beispielsweise du sollst nicht lügen oder du sollst dein Versprechen halten. Die Rechtsordnung hingegen ist ein formal-dynamisches Normensystem. Die Rechtsnormen gelten nicht aufgrund ihres Inhalts, sondern deshalb, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise erzeugt worden sind. Die Grundnorm bestimmt, wie die Normen der Rechtsordnung erzeugt werden sollen und schafft damit die Verbindlichkeit des Rechts. Wenn die Normen unterhalb der Stufe der Grundnorm auf die darin festgelegte Art und Weise erzeugt werden, dann gelten sie. Rechtsnormen müssen durch einen menschlichen Willensakt erzeugt werden und können nicht, wie moralische Normen, inhaltlich aus der Grundnorm abgeleitet werden. Die Grundnorm liefert also nur die Verbindlichkeit, nicht aber den Inhalt der Rechtsnorm. Menschen können durch Willensakte die Inhalte der Rechtsordnung beliebig verändern und weiterentwickeln. Die Rechtsordnung hat daher einen dynamischen, keinen statischen Charakter. Für Kelsen ist jeder Staat ein Rechtsstaat. Doch wie kommt er zu dieser Aussage? Ein Staat ist laut Kelsen nichts anderes als eine Rechts- und damit eine Zwangsordnung. Staat und Recht sind nämlich identisch. Ein Staat, welcher dem Recht nicht unterworfen ist undenkbar. Der Staat existiert nur in Staatsakten, also in von Menschen gesetzten Akten, die dem Staat als juristischer Person zugeschrieben werden. Diese Zuschreibung basiert auf Rechtsnormen, welche diese Akte bestimmen. Das Recht regelt das Verhalten von Menschen, auch wenn diese als Staatsorgane tätig sind und insbesondere, wenn ihr Verhalten auf die Erzeugung des Rechts gerichtet ist. Das Recht unterwirft sich damit diese Menschen. Kelsen blendet den Staat als Fiktion oder abstrakte Idee aus, denn der Staat handelt nur durch Menschen und die reine Rechtslehre befasst sich nur mit dem vom Recht bestimmten Menschen. Nach Kelsens reiner Rechtslehre ist der Staat nichts anderes als eine Rechtsordnung. Demzufolge kann das Recht auch nicht zur Legitimation und inhaltlichen Begründung des Staates herangezogen werden. Recht ist bei Kelsen das positive, vom Menschen gesetzte Recht und kein übergeordnetes, gerechtes, ideales Recht. Auch der autokratisch regierte Staat ist daher laut Kelsen ein Rechtsstaat, denn auch in ihm erzeugen Menschen als Staatsorgane das Recht. Sie schaffen eine Zwangsordnung, eine Rechtsordnung. Heute verstehen wir unter Rechtsstaaten nur Staatsformen mit bestimmten Merkmalen wie beispielsweise Rechtssicherheit, Rechtsgleichheit, Willkürverbot, Gewährleistung von Freiheitsrechten oder demokratischen Regierungsformen. An der Gegenüberstellung des Rechtsstaatsbegriffs von Kelsen mit dem heutigen üblichen Rechtsstaatsbegriff sehen wir die drastischen Unterschiede, die entstehen, wenn jede ethisch-moralische Dimension aus dem Recht entfernt wird. Kelsen war sich dieser Gegenüberstellung immer bewusst. So schreibt er: Wenn die reine Rechtslehre eine Legitimierung des Staates durch das Recht ablehnt, so nicht etwa darum, weil sie jede Legitimierung des Staates für unmöglich erklärt. Sie leugnet nur, dass die Rechtswissenschaft eine Rechtfertigung des Staates durch das Recht oder, was dasselbe ist, des Rechts durch den Staat zu leisten vermag. Und sie leugnet insbesondere, dass es die Aufgabe der Rechtswissenschaft sein kann, irgendetwas zu rechtfertigen. Rechtfertigung bedeutet Wertung, und Wertungen stets subjektiven Charakters sind Sache der Ethik und Politik, nicht aber der objektiven Erkenntnis. Nur ihr hat auch die Rechtswissenschaft zu dienen, wenn sie Wissenschaft sein will und nicht Politik. Es gibt vor allem zwei Einwände gegen Kelsens reine Rechtslehre. Erstens wird kritisiert, dass die reine Rechtslehre als juristische Lehre unbrauchbar sei. Die reine Rechtslehre blendet nämlich die gesellschaftliche Wirklichkeit aus und berücksichtigt weder soziale, politische, ökonomische noch sonstige außerjuristische Bezüge, Bedingungen und Folgen des Rechts.
Damit reduziert sie das komplexe Phänomen des Rechts auf eine bloß formale Normlogik, welche von jeder sozialen Realität abstrahiert. Die reine Rechtslehre ist zu formalistisch und trennt künstlich zwischen Theorie und Praxis, zwischen Recht und Realität. Der zweite Einwand bezieht sich auf die politischen Folgen der reinen Rechtslehre. Durch die reine Rechtslehre kann, so die Kritik, jede effektive Zwangs- und Machtordnung legitimiert und stabilisiert werden. So habe der Rechtspositivismus den Nationalsozialismus gefördert und dazu beigetragen, die Weimarer Republik auf legale Weise in das Terrorregime des Dritten Reiches umzuwandeln. Dieser Vorwurf ist jedoch abwegig, denn Kelsen sprach sich offen gegen Hitler aus und der Rechtspositivismus war für die Nationalsozialisten geforderte unbegrenzte Auslegung eher hinderlich. Berechtigt ist die Kritik aber insofern, als dass der Begriff Recht in einer sehr engen Beziehung zum Begriff der Gerechtigkeit steht. Eine totalitäre Regierung kann damit den Begriff des Rechts für seine eigenen Zwecke missbrauchen. Eine Theorie, laut der jede denkmögliche Regelung Inhalt einer Rechtsnorm sein kann und eine Rechtsnorm unabhängig vom Inhalt gelten kann, ist anfällig für Missbrauch. Die reine Rechtslehre ist bis heute ein beeindruckendes Werk. Kelsen argumentiert darin konsequent und schlüssig für einen zu Ende gedachten Rechtspositivismus. Was hältst du persönlich von Kelsens Theorie? Lässt sich Recht ohne Moral sinnvoll denken? Mit dem Quizlet-Lernset Naturrecht versus positives Recht kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!